Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Deutsch lernen. Schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo, auch von mir, ja. Wir freuen uns, heute wieder gemeinsam mit dir ein paar neue Wörter zu entdecken. Super. Bevor wir richtig starten, noch eine kurze Info für dich. Bis Tag 60 bleiben wir hier zusammen auf dem Sprachniveau A2. Das kennst du ja schon. Genau. Und danach, da klettern wir dann gemeinsam eine Stufe höher zu B1. Also, dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Absolut. Und wir haben noch einen kleinen Lerntipp, der dir vielleicht helfen könnte. Stimmt. Hast du schon mal die Shadowing-Technik ausprobiert? Das ist eigentlich ganz einfach. Sprich die Sätze, die du hier hörst, laut nach. Wiederholen. Das hilft wirklich, also ungemein beim Lernen. Einfach mitsprechen. Ein super Hinweis. Okay, gut. Dann lass uns doch direkt eintauchen, oder? Unser Thema heute ist Grundwortschatz zum Bereich Kultur und Feste. Ja, genau. Das ist besonders nützlich für dich, wenn du gerade auf dem Niveau A2 Deutsch lernst. Wir schauen uns heute 15 wichtige Wörter an. Wörter, die du brauchst, wenn du über Feiern sprichst, über Bräuche oder einfach über das Zusammensein. Und wir helfen dir, sie nicht nur zu verstehen, sondern auch gleich anzuwenden. Fangen wir mal an? Ja, lass uns starten. Mit einem ganz zentralen Wort. Das Fest. Das Fest. Auf Englisch wäre das Celebration oder manchmal auch Festival. Das Fest. Ein Wort, das man wirklich oft hört, finde ich. Stimmt. Man könnte zum Beispiel sagen, am Wochenende gehen wir auf ein Fest im Park. Oh, das klingt gut. Was für ein Fest ist das denn? So ein Sommerfest? Ja, genau, ein Sommerfest. Mit Musik und Essensständen. Solche Feste sind hier ziemlich beliebt. Das Fest. Ein guter Startpunkt. Und was macht man typischerweise auf einem Fest? Also, was will man da? Man möchte natürlich feiern. Das ist unser erstes Verb heute. Feiern. Richtig. Auf Englisch to celebrate. Und wie immer bei den Verben, da schauen wir uns auch die Perfektform an. Bei feiern ist das hat gefeiert. Genau. Ein ganz einfacher Satz wäre: Wir feiern heute Abend Lisas Erfolg. Eine schöne Idee. Und wenn dich dann jemand fragt, wie es war, könntest du erzählen, ja, wir haben gestern toll gefeiert, die Stimmung war super. Ja, wir haben gefeiert. So sagt man das. Feiern, das klingt doch immer nach guter Laune, oder? Passt perfekt zu Festen. Absolut. Und ein ganz, ganz typischer Anlass zum Feiern, den wirklich fast jeder kennt, das ist der Geburtstag. Der Geburtstag. Englisch? Birthday. Ja, ein Wort, das man oft braucht. Der Geburtstag. Klar. Die klassische Frage ist ja, wann hast du Geburtstag? Meiner ist im Frühling. Und bei dir? Ich habe im Herbst Geburtstag. Für viele ist das ja wirklich ein ganz besonderer Tag im Jahr. Das stimmt. Und wenn jemand Geburtstag hat, oder auch bei einem anderen Fest, dann bekommt die Person oft. Ja, was bekommt sie? Das Geschenk. Ah, das Geschenk. Auf Englisch Present oder Gift. Das Geschenk. Ein schönes Wort, nicht wahr? Ich könnte zum Beispiel sagen: Hier, schau mal, ich habe ein kleines Geschenk für dich. Oh, vielen Dank. Das ist aber nett von dir. Ein Geschenk ist doch immer eine schöne Geste, finde ich. Finde ich auch. Das Geschenk. Und wenn man ein Geschenk gibt, dann benutzen wir das passende Verb dazu. Schenken. Schenken, genau. Englisch ist das to give, aber eben speziell as a gift. Und die Perfektform dazu lautet: hat geschenkt. Man verwendet es, wenn man jemandem etwas als Geschenk überreicht. Zum Beispiel könnte man fragen, was hast du ihr denn geschenkt? Und die Antwort könnte sein: Ich habe ihr einen Gutschein für ihr Lieblingscafé geschenkt. Sie hat sich sehr gefreut. Das ist aufmerksam. Schenken. Und hat geschenkt. Ein wichtiges Verb rund um Feste und Geburtstage. Auf jeden Fall. So, jetzt machen wir mal einen kleinen thematischen Schwenk. Wir bleiben aber bei Dingen, die wichtig sind für das Zusammenleben. Das nächste Wort ist die Kultur. Die Kultur. Auf Englisch Culture. Die Kultur. Ja, das ist ja ein weites Feld, nicht wahr? Man kann zum Beispiel sagen, jedes Land hat seine eigene Kultur. Stimmt. Die Kultur beeinflusst ja so vieles. Die Sprache, das Essen, die Kunst, wie die Menschen miteinander umgehen. Absolut. Es ist faszinierend, andere Kulturen kennenzulernen. Man könnte auch sagen, ich interessiere mich sehr für die deutsche Kultur. Die Kultur. Ein sehr zentrales Wort.
finde ich, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu verstehen. Und was ist oft ein wichtiger Teil der Kultur? Das ist die Tradition. Die Tradition. Englisch Tradition. Die Tradition? Traditionen sind ja Bräuche oder Gewohnheiten, die oft schon, sehr lange existieren und weitergegeben werden. Genau. Ein Beispiel. Das Osterfest ist eine alte Tradition in vielen Ländern. Stimmt. Oder bestimmte Tänze, Lieder oder auch Gerichte. Die können eine lange Tradition haben. Eine interessante Frage ist ja oft, welche Traditionen sind in deiner Familie wichtig? Die Tradition. Etwas, das über Generationen weiterlebt. Oft jedenfalls. Und wenn etwas einer Tradition folgt, dann beschreiben wir das mit einem Adjektiv. Traditionell. Traditionell. Auf Englisch. Traditional. Traditionell. Das beschreibt also etwas, das typisch für eine bestimmte Tradition ist. Zum Beispiel, zu Weihnachten essen viele Familien ein traditionelles Gericht. Verstehe. Ist dieses Rezept dann sehr traditionell, also schon sehr alt und überliefert? Oft ist das so, ja. Oder man sagt, auf dem Oktoberfest tragen viele Leute traditionelle Kleidung. Tracht zum Beispiel. Traditionell. Ein nützliches Adjektiv. Aber die Welt verändert sich ja auch ständig. Das Gegenteil von traditionell ist unser nächstes Wort. Modern. Modern. Englisch modern. Modern. Das beschreibt etwas, das neu ist, also aus der heutigen Zeit stammt. Man könnte sagen, die Einrichtung in diesem Café ist sehr modern. So klare Linien, viel Glas vielleicht. Oder bezogen auf ein Fest. Die Band spielte keine traditionelle Musik, sondern sehr moderne Lieder. Das klang ganz anders. Modern? Wichtig, um diesen Gegensatz auszudrücken, traditionell auf der einen Seite, modern auf der anderen. Puh, das waren jetzt schon einige Wörter, 9 Stück. Wir machen gleich weiter, aber vielleicht eine kurze Pause für eine kleine Bitte. Ja, gerne. Wenn dir gefällt, wie wir die Wörter hier erklären und du mehr davon möchtest, dann wäre es super, wenn du unseren Kanal abonnierst und uns einen Daumen nach oben gibst. Ja, genau, darüber freuen wir uns wirklich sehr und es hilft uns weiterzumachen. Okay, aber jetzt zurück zu unseren Festen. Was passiert oft, wenn Musik gespielt wird, egal ob die nun traditionell ist oder modern? Viele Leute fangen an zu Tanzen. tanzen, ja klar. Auf Englisch to dance. Und im Perfekt heißt es had getanzt. Richtig. Eine typische Frage auf einer Party wäre, möchtest du tanzen? Ja, gern. Oder man erzählt am nächsten Tag, wir haben die ganze Nacht getanzt, es war fantastisch. Hat getanzt. Tanzen bringt Bewegung und Spaß in jedes Fest. Und was wird auf Partys oder bei Feiern auch oft gemacht? Manchmal sogar beim Tanzen. Es wird Gesungen. singen. Auf Englisch to sing. Die Perfektform ist hat gesungen. Stimmt. Zum Beispiel. Zum Geburtstag haben wir alle zusammen ein Lied für das Geburtstagskind gesungen. Das gehört oft dazu, ja. Oder man fragt jemanden direkt, kannst du eigentlich gut singen? Puh, also ich singe lieber unter der Dusche. Aber Hauptsache, es macht Spaß, oder? Singen. Hat gesungen. Absolut. Und wenn die Stimmung gut ist, wenn getanzt und gesungen wird, dann hört man hoffentlich auch ganz oft dieses Geräusch. Menschen, die, Lachen. ja, auf Englisch to laugh. Perfekt, hat gelacht. Ein wunderbares Geräusch, finde ich. Man kann sagen, die Kinder haben über den Witz gelacht. Oder wenn man von einem schönen Abend erzählt. Wir haben gestern so viel zusammen gelacht. Es war einfach herrlich. Warum lachst du denn gerade? Lachen. Hat gelacht. Unverzichtbar für eine gute Atmosphäre, oder? Total. Und wenn man viel lacht und eine gute Zeit hat, dann fühlt man sich meistens fröhlich. Das ist unser nächstes Adjektiv. Fröhlich. Auf Englisch cheerful oder happy. Fröhlich. Das beschreibt eine positive, eine gut gelaunte Stimmung. Man könnte sagen, Die Menschen auf dem Fest waren alle sehr fröhlich. oder auch, Bestimmte Musik macht mich immer sofort fröhlich. Kennst du das Gefühl? ja, das kenne ich gut. Fröhlich. Ein schönes Wort für ein schönes Gefühl. Allerdings ist es auf Festen nicht immer nur leise und, besinnlich. Manchmal kann es auch ziemlich laut werden. Laut, ja. Auf Englisch laut. Laut, das Gegenteil von leise. Genau. Vielleicht beschwert sich jemand.
Die Musik ist mir zu laut. Können wir vielleicht ein bisschen weiter weggehen? Oder man ermahnt jemanden vielleicht, sprich bitte nicht so laut, die anderen wollen sich unterhalten. Laut. Ein wichtiges Adjektiv, klar, um die Lautstärke zu beschreiben. So, und unser allerletztes Wort für heute. Das beschreibt oft Dekorationen, Kleidung oder Bilder mit vielen Farben. Es ist das Adjektiv bunt. Bunt. Ah ja, auf Englisch colorful. Bunt. Das bedeutet einfach mit vielen verschiedenen Farben. Zum Beispiel, die Kinder haben bunte Bilder gemalt. Oder für unser Thema passend, die Dekoration für das Straßenfest war sehr bunt, mit vielen Luftballons und Fähnchen. Ich mag auch bunte Schals sehr gern. Bunt. Ein Wort, das oft mit Fröhlichkeit und Vielfalt verbunden ist. So, das waren sie, unsere 15 Wörter rund um Kultur und Feste. Super, das war eine gute Mischung, finde ich. Nomen, Verben, Adjektive, alles war dabei. Und damit du jetzt mal siehst, wie diese Wörter in einem, normalen Gespräch oder in einer Erzählung vorkommen können, haben wir jetzt noch eine kleine Geschichte für dich vorbereitet. Genau. Hör einfach mal zu und achte darauf, welche unserer neuen Wörter du wiedererkennst. Spitzen die Ohren. Also, letzte Woche hatte meine Freundin Lena Geburtstag. Wir wollten das natürlich groß feiern und haben ein Fest bei ihrem Garten organisiert. Es war eine spannende Mischung aus traditionell und modern. Ach, interessant. Wie das? Lenas Oma hatte darauf bestanden, einen traditionellen Kuchen zu backen. So ein altes Familienrezept. Das gehört einfach zur Tradition in ihrer Familie. Ah, okay. Aber gleichzeitig liebt Lena eben auch moderne Musik. Also liebt später am Abend auch Elektro und Pop. Verstehe. Also beides gemischt. Klingt gut. Und wie war's dann? Es war toll. Zuerst haben wir gemütlich gegessen, uns unterhalten. Später wurde dann die Musik aufgedreht und viele haben getanzt. Ah, okay. Wurde auch gesungen? Ja, es wurde auch viel gesungen und nicht nur das Geburtstagslied. Sehr gut. Die Stimmung war echt ausgelassen. Es wurde auch ziemlich viel gelacht, besonders als Lenas Onkel versucht hat, so ein bisschen modern zu tanzen. Oh je, kann ich mir vorstellen. Ja, alle waren total fröhlich. Okay, zugegeben, die Musik war manchmal schon etwas laut, aber es hat niemanden wirklich gestört, glaube ich. Das ist die Hauptsache. Hattest du auch ein Geschenk für sie? Natürlich. Ich hatte Lena auch ein Geschenk geschenkt. Ich habe ihr ein ganz buntes Tuch aus Indien mitgebracht. Oh, schön. Ja, weil sie die indische Kultur so faszinierend findet. Sie hat sich riesig gefreut. Das glaube ich. Klingt nach einem rundum gelungenen Abend. Ja, es war wirklich ein schönes Fest. Das hat gezeigt, wie gut alt und neu, also Tradition und Moderne, zusammenpassen können. Alle waren fröhlich, haben gesungen, gelacht und getanzt. Nur laut war es eben manchmal. Aber die bunten Lichterketten im Garten sahen bestimmt toll aus. Ja, genau. Es war einfach ein gelungener Geburtstag und Lena war glücklich über ihr Geschenk, das ich ihr geschenkt hatte. Eine schöne Erinnerung, die Tradition und Moderne verbunden hat. Und irgendwie auch Teil unserer gemeinsamen Freundschaftskultur ist. Das ist eine wirklich schöne Geschichte. Und man hört richtig gut, wie all die Wörter, das Fest, Feiern, der Geburtstag, das Geschenk, Schenken, die Kultur, die Tradition, traditionell, modern, tanzen, singen, lachen, fröhlich, laut und bunt, ganz natürlich in so einer Erzählung vorkommen können. Genau, darum geht es ja. Und jetzt bist du dran. Versuch doch mal, selbst ein paar Sätze mit diesen Wörtern zu bilden. Wann hast du das letzte Mal etwas gefeiert? Ja, oder war die Musik vielleicht laut? Waren die Leute fröhlich? War es eher traditionell oder modern? Probier es einfach aus und schreib gerne deine Sätze mit diesen Wörtern unten in die Kommentare. Wir sind wirklich gespannt, was du schreibst. Und wir möchten dich noch mal kurz dran erinnern, bitte abonniere doch den Kanal, wenn du weiter mit uns lernen möchtest. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig über einen Daumen nach oben. Absolut. Und sei auch morgen wieder dabei. Da erwartet dich wieder ein spannendes Thema Sport und Bewegung. Oh ja, da schauen wir uns wichtige Wörter für Training, Fitness und Spiele an. Das solltest du nicht verpassen. So, das war's für heute von uns. Wir hoffen, du konntest einiges mitnehmen und hattest vielleicht auch ein bisschen Spaß dabei. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis morgen.